Wenn man über das Wort und seine Bedeutung nachstudiert, dann heißt es einfach an einem Ort verbleiben. The disciples, those two disciples, were walking with Jesus on the road to Emmaus. Die zwei Jünger, die mit dem Herrn auf der Straße nach Emmaus unterwegs waren, And when they got to their home, they said to Jesus, "Abide with us," or "Stay with us." kamen an ihr Haus und sagten dann zu Jesus, bleibe bei uns oder verbringe die Zeit bei uns. There is something that is just as important as coming to Christ. Etwas, das mindestens ebenso wichtig ist, wie zu Jesus zu kommen, It is to stay with Christ. ist bei ihm zu bleiben. And this is what some people have missed in the Christian church. Und das haben manche von uns in der christlichen Gemeinde übersehen. I have had an interesting time asking people a question. Es war für mich interessant, wenn ich Leuten die Frage stellte, Which is more important, getting married or staying married? was ist wohl wichtiger, verheiratet zu werden oder verheiratet zu bleiben? And after they have thought for a while, I asked them to vote on that. Und nachdem ich sie eine Weile nachdenken ließ, habe ich sie herausgefordert, jetzt ihre Abstimmung zu halten. And the people who think it's more important to get married, then I asked them, well, what do you have against staying married? Und die Leute, die gesagt haben, es ist wichtiger, verheiratet zu werden, die fragte ich, was habt ihr dagegen, verheiratet zu bleiben? And when people say they think it's more important to stay married, I ask them, what do they have against getting married? Und die anderen, die sagten, wichtiger ist, verheiratet zu bleiben, die fragte ich, was habt ihr dagegen, verheiratet zu werden? And after we played around with that for a while, I asked them, how many think that was a stupid question? Und nachdem ich ein Weilchen gespielt habe über diese Frage, habe ich Ihnen die nächste Frage vorgelegt. Wie viele von euch meinen, das ist eine stumpfsinnige, eine dumme Frage? They all agree that that's a stupid question. Alle waren sich einig, das ist eine dumme Frage. They are both important. Denn beides ist wichtig. During the New Theology crisis in California, Während jener Krise der neuen Theologie in Kalifornien there was a big debate about how that justification is the most important. gab es eine große Auseinandersetzung über die Frage, dass Rechtfertigung das Wichtigste sei. And the impression was given that sanctification was not important. Und der Eindruck entstand, dass die Heiligung deshalb nicht mehr so entscheidend sei. In fact, that was the whole issue in the Desmond Ford controversy. Das war eigentlich das grundlegende Anliegen der ganzen Auseinandersetzung über Desmond Ford. And it led to all kinds of other doctrinal issues. Und das führte dann zu allen Arten von anderen lehrmäßigen Fragen. And we tried to point out that continuing the Christian life is just as important as beginning it. Und wir mussten doch dann unterstreichen, dass die Fortsetzung des christlichen Lebens ebenso entscheidend ist wie der Beginn des christlichen Lebens. Now let's look at John, the 15th chapter, Schlagt mal bitte Johannes 15 auf and notice how Jesus emphasized the importance of abiding. und seht, wie Jesus dort die Bedeutung des Bleibens unterstrich. Beginning with verse 4. Beginnend mit Vers 4. Right away we notice that there are two kinds of abiding suggested. Von Anfang an fällt uns auf, dass hier zwei verschiedene Arten von Bleiben behandelt werden. Abide in me and I in you. Bleibet in mir und ich in euch. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr. I'm sorry, that was verse 4. Das war Vers 4. Verse 5. Vers 5. I am the vine, ye are the branches. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Notice that the one who brings forth much fruit is the one who abides in him and Christ in him. Abides in Jesus and Jesus in him. Der viel Frucht bringt, ist derjenige, der in ihm bleibt, in Jesus, und Jesus bleibt in der Person. If you want to go back to verse 2, you notice something interesting. Wenn ihr nach Vers 2 zurückschaut, werdet ihr was Interessantes feststellen.
Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. It is possible to be in relationship with Christ and not bear fruit. Es ist also möglich, in Beziehung zu Jesus zu stehen und doch keine Frucht zu tragen. So let's notice that the fruit bearing in verse 5 comes from not only abiding in him, but he abiding in us. Ich schließe daraus also, dass das Fruchtbringen, das in Vers 5 erwähnt wird, nicht nur daher kommt, dass wir in ihm bleiben, sondern ebenso, dass er in uns bleibt. And then verse 6, Vers 6 dann: if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. And they gather them and cast them into the fire. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer. If we abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Then in this lesson, we proceed to show that the method for abiding is in the personal daily devotional life again. Wiederum haben wir in dieser Lektion vorgestellt, dass die Botschaft eigentlich darin besteht, in dem persönlichen Andachtsleben in ihm zu bleiben. The way we came to Christ in the first place was through his word and through prayer. Am Anfang kamen wir zu Christus durch sein Wort und durchs Gebet. And Colossians 2:6 says that's the way we stay with him. Same as Und Kolosser 2, Vers 6 sagt, das ist auch die Art und Weise, wie wir bei ihm bleiben. So, what comes into focus then is the abiding relationship. Was deshalb im Blickpunkt steht, ist diese Beziehung des Bleibens. To be in Christ then means to have a close relationship with him. In Christus zu sein, meint dann einfach eine enge Beziehung zu ihm zu unterhalten. But in the growing Christian life, Christ also wants to abide in us. Aber im wachsenden Christenleben möchte der Herr ja auch in uns bleiben. Which begins to suggest this vertical surrendered stance. Und das ist dieser vertikale Strich der Übergabe. And Paul tried to describe it in Galatians 2. Paulus versuchte das zu beschreiben in Galater 2. When he said, it is no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Als sagte, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. I have tried to come up with better words to say it, but haven't come up with them yet. Ich habe immer wieder versucht, es in besseren Worten auszudrücken, aber es ist mir noch nicht gelungen. To try to show the difference between the abiding relationship Ich versuchte den Unterschied darzustellen zwischen dieser Beziehung des Bleibens and the abiding dependence on his power. und der bleibenden Abhängigkeit von seiner Kraft. We've already noticed that a growing Christian swings back and forth between abiding on his, depending upon his strength or depending upon himself. Wir haben schon festgestellt, dass auch ein wachsender Christ immer wieder hin und her pendelt zwischen der Abhängigkeit von der Kraft des Herrn und zwischen seiner eigenen Kraft. So now we're trying to show the difference between the two, the abiding relationship represented by the circle and the abiding dependence represented by the vertical line. Wir möchten also jetzt versuchen, das beides darzustellen, die bleibende Beziehung durch diesen Kreis dargestellt und die bleibende Abhängigkeit von seiner Kraft in dieser Linie ausgedrückt. Verse 2 has already told us that it is possible to abide in him or have a relationship and not bring forth fruit yet. Der Vers 2 hat uns gezeigt, er unterstellt, dass es möglich ist, diese bleibende Beziehung zwar zu haben, aber keine Frucht zu bringen. So apparently it is possible to have a relationship with Christ for a short time and not bring forth fruit.
Es ist also offensichtlich möglich, eine Zeit lang mit Christus in Beziehung zu stehen und doch fruchtlos zu bleiben. The fruit of righteousness begins to appear as we learn to have Him abide in us. Die Frucht der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung fängt dann an, sich zu zeigen, wenn wir die bleibende Abhängigkeit von seiner Kraft eher in uns haben. And we've already noticed that the devil is constantly trying to get us to stop the abiding relationship. Wir haben festgestellt, dass der Teufel immer versucht, ständig uns aus diesem Verhältnis des Bleibens zu drängen. So that we can be gathered up and cast into the fire. So dass man uns aufsammelt und ins Feuer wirft. Now, the classic example of these two kinds of abiding, again, are the disciples. Das klassische Beispiel über diese zwei Arten von Bleiben sind wieder die Jünger Jesu. The disciples had an abiding relationship with Christ. Die Jünger Jesu hatten eine bleibende Beziehung mit Christus. They stayed with Him for 3 years. 3 Jahre lang haben sie mit ihm gelebt, blieben bei ihm. And John, the beloved, was a classic example. Nothing could separate him from relationship with Christ. Und Johannes, der Lieblingsjünger, war ein klassisches Beispiel, denn nichts konnte ihn aus der Gegenwart Jesu vertreiben. But the disciples still had times when they sinned. Aber trotzdem hatten die Jünger immer wieder Augenblicke, in denen sie sündigten. During one of the breaks that we had yesterday, someone was asking if we should keep people in the church who are in adultery. In einer der Pausen gestern fragte man mich, ob wir Leute in der Gemeinde weiterhalten sollten, die im Ehebruch leben. And I told them that we ought to pick a worse sin than adultery. Und ich habe ihnen gesagt, wir sollten die schlimmste Sünde, noch eine schlimmere Sünde herausfinden als Ehebruch. And that would be pride. Und das ist der Stolz. Pride is a worse sin than adultery. Stolz ist eine schlimmere Sünde als Ehebruch. True or false? Stimmt's oder ist es richtig? That's what my book, Steps to Christ, tells me. Das sagt mein Buch, Weg zu Christus. In fact, pride and self-sufficiency, we are told, are the most hopeless sins. Dort steht unter anderem, dass Stolz und Selbstzufriedenheit zu den hoffnungslosesten Sünden gehören. And that God has a different list of which are worse than we do. Und Gott hat eine etwas andere Liste von schlimmen Sünden als wir. So the disciples were guilty of one of the worst sins. Deshalb sind also die Jünger einer der schlimmsten Sünden schuldig geworden. And they continued doing it for those 3 years. Und sie haben das fast die ganzen 3 Jahre lang fortgesetzt. Read about it under question 9. Unter Frage 9, Can those who have an abiding relationship with Christ still sin? können die eine Beziehung zu Christus haben, immer noch sündigen? Mark, the 9th chapter, Markus im 9. Kapitel, verses 33 and 34. Verse 33 und 34. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them what it was that they disputed about by the way. Und sie kamen nach Kapernaum, und da er daheim war, fragte er sie, was habt ihr miteinander auf dem Wege verhandelt? But they held their peace. Sie aber schwiegen. For by the way they had disputed among themselves who should be the greatest. Denn sie hatten miteinander auf dem Weg verhandelt, welcher der Größte wäre. If you read this description in the book Desire of Ages, it's very interesting. Wenn ihr diese Ausführungen in dem Buch Leben Jesu lest, dann ist es interessant, The disciples knew that they were doing wrong. dass die Jünger wussten, dass es ein Unrecht war, was sie taten. So they held back from Jesus so that there would be some distance between them. Und deshalb haben sie einen gewissen Abstand von Jesus eingehalten, damit er das nicht merken sollte. They didn't want him to hear what they were doing. Sie haben nicht gewünscht, dass er hörte, was sie verhandelt haben. They knew what they were doing, Sie wussten, was sie taten,
They knew that it was wrong, Sie wussten, dass es verkehrt war, and they continued doing it. und sie haben es trotzdem getan. This also demonstrates another interesting principle. Das illustriert einen anderen Grundsatz. It is hard to sin in the presence of Jesus. Es ist fast nicht möglich, in der Gegenwart Jesu zu sündigen. Isn't that true? Stimmt das nicht? In fact, it is hard to sin in the presence of anybody you love and respect. Es ist überhaupt schwer, in der Gegenwart irgendjemandes zu sündigen, den wir lieben und ehren. Let's suppose that I used to have a problem with drink. Angenommen, ich habe ein Problem mit dem Alkohol. And this weekend, my problem with drink overcomes me. Dieses Wochenende überfällt mich meine Sucht. I am weak, and I get in the car and I drive downtown Stuttgart looking for a bar. Ich setze mich in den Wagen, fahre in die Altstadt von Stuttgart und suche eine Bar. And I'm just pulling up in front of the bar, Und gerade als ich vor der Bar parken möchte, and I look in my rear view mirror. da sehe ich im Rückspiegel, I notice that Elder Hopf is driving behind me. der Bruder Hopf hinter mir herfährt. I thought I was weak, Ich dachte, ich wäre schwach, but now I'm strong. aber im Augenblick bin ich stark. I don't have any more problem with drink. In diesem Augenblick habe ich kein Problem mit Alkohol. I wave to Elder Hopf and drive on my way. Ich winke ihm zu und fahre meinen Weg. It is hard to drink in the presence of Him. Es ist schwer, in seiner Gegenwart zu trinken. There are two young people alone in the park. Es gibt zwei junge Leute, die sitzen alleine im Park. They're in the car and the moon is shining bright, Sie sitzen im Auto, der Mond scheint wunderbar and they're having a problem. They're struggling with temptation. und sie haben ein Problem. Sie kämpfen mit der Versuchung. All of a sudden, there are headlights in the back window. Plötzlich sehen sie durch das Rückfenster Scheinwerfer fallen. It's father and mother. Sind ihre Eltern. Well, they thought they were weak. Sie dachten, sie wären in einer schwachen Stunde. Now they are strong. Im Augenblick sind sie stark. No problem. Keine Probleme mehr. These illustrations are based on fear. Diese Illustrationen zeigen, dass eine Furcht darunter liegt. But love is as greater than fear as the heavens are higher than the earth. Aber die Liebe ist so viel größer wie die Furcht, wie der Himmel höher über der Erde ist. And the love and presence of Jesus makes it difficult to sin. Und die Liebe und Gegenwart Jesu macht es sehr schwer zu sündigen. And so the disciples had to get some distance between them and Christ in order to sin. Und deshalb mussten die Jünger von Jesus einen bestimmten Abstand einhalten, um zu sündigen. Well, they finally arrived at the next town, Als sie endlich in der nächsten Ortschaft ankamen and Jesus waited for them to catch up. und Jesus wartete, bis sie aufgeholt hatten, And he said, "What were you talking about?" dann fragte er sie, worüber habt ihr denn geredet? Oh, they looked at the ground. Jeder schaute nach unten They began kicking their feet in the dirt. und haben mit dem Fuß am Boden herumgestochert. And Jesus said, "What were you talking about?" Jesus fragte, was habt ihr denn geredet? Oh, they said, "It's a nice day here in Capernaum, isn't it?" Ja, sagten sie, heute ist schön Wetter in Kapernaum, nicht wahr? But he continued to press. Aber er fing weiter an zu forschen. Finally, they said, we were wondering who's going to be the greatest. Schließlich sagten sie, wir haben uns so ein bisschen unterhalten, wer von uns der Größte wäre. Now, what did Jesus do with this? Was hat Jesus damit gemacht? Did he say, "Well, I'm sick and tired of you disciples"? Hat er ihnen gesagt, jetzt reicht's mir mit euch, ihr Jünger. It seemed like after a while he began to get some sense in your heads. Denn immer wieder nach einer Weile kommt ihr auf das Gleiche zurück in euren Dummen. I've tried to talk to you about this again and again. Ich habe euch immer und immer wieder versucht, das auszureden. How long is it going to take you? Wie lange werde ich es mit euch noch Give me another 12 disciples. I'm going to start over with another 12. Gebt mir andere 12 Jünger, ich möchte mit ihnen nochmal anfangen. No. Nein. Instead, he called a little child, Stattdessen rief Jesus ein Kind and he said they need to become like a little child. und er sagt ihnen, so müsst ihr werden wie dieses Kind. And that's the way to become great. Und das ist der Weg, wie man groß wird. And he continued to walk with them, Und er wanderte mit ihnen weiter and talk with them, und sprach mit ihnen and eat with them. und aß mit ihnen. The relationship continued. Die Beziehung blieb bestehen. They came to a town in Samaria, Sie kamen in eine Stadt in Samarien.
And the Samaritans wouldn't let him pass through. Aber die Samariter wollten sie nicht durchmarschieren lassen. The disciples lost their temper. Die Jünger verloren wiederum ihre Fassung. And Jesus said, you don't know what spirit you're of. Und Jesus sagte, ihr wisst nicht, welcher Geist euch regiert. The Son of Man didn't come to destroy men's lives. Der Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschenleben zu zerstören. And he continued walking with them. Und er ging weiter mit ihnen. The relationship continued. Die Beziehung blieb bestehen. So this story demonstrates what we were talking about the other day. Diese Geschichte erzählt uns ganz klar, was wir neulich besprachen. That you can have a relationship with God and still sin. Dass man eine Beziehung zu Gott unterhalten kann und dennoch sündigen. But this brings us to an interesting text. Aber das bringt uns an eine interessante Textstelle. 1 John 3:6. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Question 10 in the lesson. Das war Frage 10 in der Lektion. What does the Bible say about sin and abiding? Was sagt die Bibel über das Bleiben und über die Sünde? Whosoever abideth in him sinneth not. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. This must be talking about the issue that we're discussing today. Das muss doch irgendwie mit dem Thema zusammenhängen, das wir heute besprechen. The disciples had an abiding relationship with Christ, Die Jünger hatten eine bleibende Beziehung zu Christus but they still sinned. und haben doch gesündigt. Now the Greek scholars have a way of explaining this text. Die griechischen Sprachgelehrten haben eine Art und Weise, diesen Text zu erklären. They say that this text is talking about habitual sin. Dieser Text spräche, sagen sie, von der gewohnheitsmäßigen Sünde. That when we sin habitually. Wenn wir immer fortgesetzt, gewohnheitsgemäß sündigen. But let me ask you, when does sin become a habit? Aber darf ich euch fragen, wann wird Sünde eine Gewohnheit? Would one time a year be a habit? Wäre es eine Gewohnheit, wenn es einmal im Jahr passiert? Or would it have to be every day? Oder muss das jeden Tag sein? And if it isn't one time a year, at what point between once a year and once a day is it a habit? Und wenn es nicht einmal im Jahr ist, an welchem Punkt zwischen einmal pro Jahr oder einmal pro Tag könnte man dann von Gewohnheit reden? I haven't been able to figure that one out yet. Ich habe das noch nicht ausrechnen können. Then they say, well, this text is talking about making mistakes. If we abide in Christ, we won't sin, but we'll make mistakes. Andere schlagen dann vor und sagen, nun, dieser Text redet von Fehlern, die man macht. Wer also in Christus bleibt, der macht keine Fehler mehr. Well, what's the difference between a sin and a mistake? Aber was ist der Unterschied zwischen Sünde und Fehler? The only thing I've been able to figure out is that it's a sin if you do it, it's a mistake if I do it. Der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte, ist, wenn du es begehst, ist es eine Sünde. Wenn ich es mache, ist es nur ein Fehler. Someone says, you will not do deliberate sins. Ein anderer schlägt vor, das heißt dort, dann wirst du nicht mehr absichtlich sündigen. You'll just kind of fall into sin accidentally. Das heißt dann, dass du nur noch zufällig in die Sünde hineintappst. This is talking about not doing deliberate sin. Das heißt, der Text redet davon, keine bewussten Sünden mehr zu tun. But the disciples continued to do the same thing. Aber die Jünger haben das gleiche Ding weitergetrieben. And Jesus continued to walk with them. Und Jesus hat mit ihnen weiter seinen Dienst fortgesetzt. Well, someone says that what they were doing must not have been sin then. Dann sagt jemand, das, was sie getan haben, war vielleicht gar keine Sünde. That if you have a relationship with Christ, whatever you do is not sin. Das heißt also, wenn du eine Beziehung zu Christus hast, dann kannst du alles tun, es ist keine Sünde mehr. There was a group of people in America in the last century that got involved in this. Es gibt eine Gruppe von Leuten in Nordamerika, die im letzten Jahrhundert in diesen Irrtum verwickelt waren. They said we have a relationship with Christ. Sie sagten, wir haben eine Beziehung zu Christus.
So we're depending on Him, we're not depending on our own flesh. Das heißt, wir verlassen uns auf ihn, wir verlassen uns nicht auf unser eigenes Fleisch. And therefore we must have holy flesh. Und deshalb ist unser Fleisch heilig. And whatever we do must be God allowing us to do it. Und alles, was wir tun, das muss Gott uns erlaubt haben zu tun. So they got involved in all kinds of sins and sinning. Und deshalb sind sie in alle Arten von Sünde und Sündigen verfallen. Well, they said it must not be sin because we have a relationship with Christ and He lets us do it. Und sie schlussfolgerten, aber das kann keine Sünde sein, weil wir ja eine Beziehung zu Christus haben und er lässt es zu, dass wir es tun. Well, there have been all kinds of deviations on this text. Es gibt über diesen Text eine ganze Menge von Abweichungen. I'd like to suggest a simple solution. Ich möchte eine einfache Lösung vorschlagen. We noticed the other day that the real issue in sin is living a life apart from Christ. Wir haben doch festgestellt, dass das eigentliche Wesen der Sünde darin besteht, getrennt von Christus zu leben. Why do we always have to understand sin in terms of doing wrong things? Warum müssen wir denn immer das Wort Sünde so verstehen, dass man falsche Dinge tut? If living a life apart from Christ is what the real issue is, Wenn ein Leben ohne Christus das eigentliche Wesen ist, then if we stay in the relationship with Christ, we're not sinning. dann bedeutet das, wenn wir in der Beziehung zu Christus bleiben, dass wir nicht sündigen. So that would be one explanation. Das wäre eine befriedigende Erklärung. Then there is another explanation, Es gibt noch eine andere Erklärung, that there are two kinds of abiding, dass es zwei Arten von Bleiben gibt. and that this can be referring to the second kind of abiding as Und dass well. sich das vielleicht auf die zweite Art des Bleibens bezieht. To where I have not only an abiding relationship, Wobei ich nicht nur eine bleibende Beziehung habe, but I have an abiding dependence upon His power as well. sondern dass ich auch eine bleibende Abhängigkeit von seiner Kraft ebenso habe. And this is where the book Steps to Christ is very helpful. Und an dieser Stelle ist das Buch Der Weg zu Christo sehr hilfreich. This text is quoted, 1 John 3:6, Dieser Text wird zitiert, 1. Johannes 3, Vers 6, and then it says these words: und dann sagt sie folgende Worte: If we abide in Christ, Wenn wir in Christus bleiben, if the love of God dwells in us, wenn die Liebe Gottes in uns wohnt, our feelings, unsere Gefühle, our thoughts, unsere Gedanken, our purposes, unsere Absichten and our actions will be in harmony with the will of God. und unsere Werke werden im Einklang mit dem Willen Gottes sein. Now this is giving the interpretation on the text that makes sense to me. Das ist eine Erklärung des Textes, die mir sinnvoll erscheint. And the exciting thing is that every growing Christian experiences some of that every day. Das Begeisternde daran ist, dass jeder wachsende Christ täglich so etwas erfährt. But we don't remember those times. Aber wir erinnern uns nicht an diese Zeiten. We remember our mistakes and our failures. Wir erinnern uns viel häufiger an unsere Fehler und an unsere Sünden. I used to think that sanctification was the work of a lifetime. Ich habe geglaubt, dass Heiligung das Werk eines gesamten Lebens sei. That it worked out this way. Dass es sich folgendermaßen verhält: That I got to try hard to live a good life. Wenn ich mich stark bemühe, ein gutes Leben zu führen And it'll be hard work and take a lot of exertion. und eine starke Anstrengung unternehme und viel Verzicht auf mich nehme, And if I try hard enough, just before I die, I'll get in one good day. und wenn ich dann mich stark genug angestrengt habe, dann werde ich kurz vor meinem Tode einen guten Tag erleben. But then I began to understand that sanctification is the work of a lifetime in a different way. Aber dann habe ich verstanden, dass die Heiligung das Werk eines ganzen Lebens ist auf eine andere Art und Weise. That it's the same way that eating is the work of a lifetime. Genauso wie Essen zum Beispiel ein lebenslanges Werk ist And breathing is the work of a lifetime. und Atmen eine lebenslange Tätigkeit ist. That the elements of relationship are the work of a lifetime. Dass die Elemente der Beziehung ein Leben lang wären. That reading His Word and prayer, eating and breathing, are the work of a lifetime. Dass das Lesen des Wortes Gottes und Beten, also das Brot und das Atmen, ein Leben lang dauern.
Because these are the methods by which sanctification takes place. Denn das sind die Mittel, durch die die Heiligung in unserem Leben stattfindet. And if I will continue the abiding relationship day by day, Und wenn ich die bleibende Beziehung Tag für Tag fortsetze, God will lead me to a more and more constant abiding dependence. dann wird Gott mich führen zu einer bleibenderen und immer mehr bleibenden Abhängigkeit. I wonder if we have any questions on this so far. Ich frage mich, ob wir bis hierher Fragen haben. Yeah. Ich habe es nicht ganz verstanden. In der Theorie schon, aber in der Praxis sieht das anders aus. I have quite understood in theory, yes, but in practice, I don't know how it works. Okay. Maybe we should illustrate it with Moses. Vielleicht sollten wir es durch Mose noch einmal darstellen. Let's say, just to get real literal, that at the beginning of the Christian life, we have the abiding dependence upon Jesus 1 hour out of 24 hours. Um es mal ganz buchstäblich oder wörtlich zu nehmen, nehmen wir an, am Anfang unserer Beziehung mit Jesus haben wir 1 Stunde von 24 die Beziehung zu Jesus. During that 1 hour out of 24, my feelings, thoughts, purposes, actions are all in harmony with the will of God. Während dieser 1 Stunde von 24 sind meine Gefühle, Gedanken, Absichten und Werke in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. In other words, as Christ dwells within, I experience all the victory, the obedience, the overcoming that I will ever experience any time in my Christian life. Das heißt, wenn also Christus in dieser Stunde in mir wohnt, dann werde ich alle die Siege und die Freude und die christliche Erfahrung machen, die ich in meinem Leben machen kann. I hate sin the same way Jesus hated sin. Ich hasse die Sünde ebenso, wie Jesus sie hasste. And if I hate sin, it has no attraction to me. Und wenn ich die Sünde hasse, dann hat sie keine Anziehungskraft auf mich. I don't have to try hard to do what's right. Ich muss mich nicht mit bemühen, das Rechte zu tun, Doing what's right comes naturally and spontaneously. denn die guten Werke kommen ganz selbstverständlich und natürlich. But during that first of my Christian life, I have 23 out of 24 hours when I am not depending upon His strength. Aber während diesem ersten Zeit meines Christenlebens habe ich 23 Stunden, in denen ich nicht von seiner Kraft abhänge. During that time, the devil can cause me to fall and fail and sin. In dieser Zeit kann der Teufel mich immer wieder dazu verleiten, zu fallen und zu sündigen. So at the close of the day, what goes in my diary? Am Ende des Tages, was schreibe ich in mein Tagebuch? I might have had 3 victories and 10 defeats that day. Ich kann dann aufschreiben, 3 Siege und 10 Niederlagen. And you know what goes in my diary? Ihr wisst, was dann im Tagebuch steht? My defeats. Meine Niederlagen. The devil makes sure of that. Und der Teufel erinnert mich daran. Now I continue to grow and I'm learning to depend upon Him more constantly. Wenn ich dann nun wachse und immer häufiger von ihm abhänge, Let's say that later on, in a given day, I have 3 defeats and 10 victories. irgendwann an einem späteren Zeitpunkt meines Christenlebens, dann habe ich 3 Niederlagen und 10 Siege. Guess what still goes in my diary? Was werde ich immer noch ins Tagebuch schreiben? You know, the devil makes sure of that. Ihr wisst, der Teufel sorgt schon dafür. He's always trying to discourage us with our defeats. Er versucht uns immer wieder mit unseren Niederlagen zu entmutigen. But if I continue the daily relationship with Him, Aber wenn ich die tägliche Gemeinschaft mit ihm fortsetze, this 1 hour will increase. dann wird diese 1 Stunde wachsen. Now I have lived 119 years. Jetzt habe ich 119 Jahre schon gelebt. And I am depending upon Jesus for power 23 out of 24 hours. Und ich werde jetzt die Kraft Jesu 23 Stunden des Tages in Anspruch nehmen. That still leaves me 1 hour when I can depend on myself. Das lässt mir nur noch 1 Stunde, in der ich mich auf mich selbst stütze. Now I have 2 million people that smell like garlic surrounding me. Nun sind da 2 Millionen Leute rund um mich versammelt, die nach Knoblauch stinken.
It's all they can think of is garlic and onions and the flesh pots. Das ist alles, woran sie denken können, Knoblauch, Zwiebeln und die Fleischtöpfe Ägyptens. Oh, I wish we could have some more of that spread that we had last night. Ich wünschte, wir hätten mehr von dem, was wir gestern Abend hatten. I guess that had some garlic in it, didn't it? Ich glaube, da war Knoblauch dran, nicht? Kräuterbutter. So these 2 million people are trying Moses' patience. So, diese 2 Millionen Leute haben die Geduld des Mose wirklich auf die Probe gestellt. And he takes a stick and begins beating on a rock. Und er nimmt einen Stab und schlägt auf einen Felsen. He is dependent upon himself. In diesem Augenblick verlässt er sich auf sich selbst. Well, you know what the behaviorist says. Ihr wisst, was jetzt der Benimm-dich-Mann sagt. Moses has made a lot of progress because he used to beat on Egyptians. Now he's only beating on rocks. Mose hat doch einen großen Fortschritt gemacht. Früher hat er die Ägypter totgeschlagen, jetzt schlägt er nur noch auf Felsen. But it's still the same problem. Aber es ist immer noch das gleiche Problem. And it shows what happens when we depend upon ourselves, Und es, even though we've been a Christian for 119 years. und es zeigt, was passiert, wenn wir uns auf uns selbst verlassen, auch wenn wir 119 Jahre lang schon Christen sind. This is a long explanation, and I hope that it helps a little bit in the experience of it. Es war eine lange Erklärung, aber ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, die Erfahrung zu verstehen. Other comments, yes. So steht dann im zweiten Teil des Textes im 1. Johannes 3, Vers 6. When I don't understand the second part of this verse in 1. John 3,6. First Wenn es John da 3, heißt, 6, wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. it says, the one who sins hasn't known him and hasn't seen him. Yes. See this. First John 3, 6. Has not seen him. Yeah. Okay. There would have to be a different explanation for that text than what we usually think. Es muss eine andere Erklärung geben für diesen Text, als wir sie gewöhnlich uns Because denken. the disciples had seen him, Denn die Jünger haben ihn doch gesehen and they knew him, und sie kannten ihn and they still sinned. und sie haben doch noch gesündigt. But they were not victims of the real issue in sin. Aber sie waren nicht die Opfer des wirklichen sündigen Wesens, Sin singular. die Sünde in der Einzahl. They were not living life apart from Christ. Sie haben kein Leben in der Ferne von Christus geführt. And that's the real issue in sin. Und das ist das eigentliche Wesen der Sünde. Does this help any? Hilft es dir? Yes. Ein Beispiel, wie Mose noch nicht ganz verstanden. War jetzt der Mose zu dieser absoluten Sinnlosigkeit gekommen oder nicht? Er hat ja den Felsen geschlagen. It's obvious that he hasn't reached sinlessness. Es ist offenbar, dass er die Sündlosigkeit noch nicht erlangt hatte. Gibt es einen Menschen, der das erlangt hat? Vielleicht Enoch. We are, you mean, say Enoch? Yeah. Apparently Enoch did. Offenbar hat es Enoch geschafft, erreicht. We are told that there have been those in every generation who Yeah. have reached this dependence upon God. Wir wissen, dass es in jeder Generation solche Menschen gibt, die die völlige Abhängigkeit von Gott erlangten. Ich habe da jetzt große Schwierigkeiten mit. Rein theoretisch würde das doch bedeuten, dass ich irgendwann, wenn ich mich völlig auf Gott bzw. auf Christus verlasse, ,100% vollkommen bin. I am never 100% perfect. Ich bin nie 100% vollkommen.
Because we have three problems with sin. Denn wir haben 3 Probleme mit der Sünde. We are sinful by nature. Erstens die Natur, unsere sündige Natur. We have a sinful past. Zweitens unsere sündige Vergangenheit. And we have a sinful present. We fall and fail. Und unsere sündige Gegenwart, die Fehler, die wir machen. Those are the three problems with sin. Das sind unsere 3 Probleme mit der Sünde. If I let the Lord lead me to constant dependence upon Him, Wenn ich es zulasse, dass der Herr ständig mich führt, I will stop sinning in the present, dann werde ich aufhören, in der Gegenwart zu sündigen. but I will still have a sinful past. Aber ich habe immer noch eine sündige Vergangenheit. And the indication is I will still be sinful by nature, at least until Und Jesus es comes. sieht so aus, als habe ich auch immer noch eine sündige Natur, zumindest bis Jesus wiederkommt. So all we're talking about here is about victory over sinning. Alles, worüber wir hier sprechen, ist der Sieg über das Sündigen. Nicht Apparently it is possible for the Holy Spirit to completely dominate our sinful nature Offensichtlich ist es möglich, dem Heiligen Geist unsere sündige Natur total zu beherrschen, as long as we are looking away from ourselves to Jesus. solange wir von uns selbst absehen und auf Jesus blicken. Okay? Da bin ich nicht einverstanden. Denn soweit ich das verstanden habe, ist dadurch, dass ich Jesus Christus angenommen habe, in den Augen Christi, beziehungsweise beim Gericht, oder nicht beim Gericht, in den Augen Christi, die Vergangenheit und die Natur vergessen. Sonst hätte ich vor Christus gar keine Chance, beziehungsweise vor Gott gar keine Chance zu bestehen, wenn das nicht vergessen wäre. Oh, true. I agree with you. You didn't agree with me, but I agree with you. Du hast mir nicht zugestimmt, aber ich stimme dir zu. I wasn't talking to the point of what happens to our sinful past. Ich habe nicht über den Punkt gesprochen, was passiert mit den Sünden der Vergangenheit. Our sinful past is covered by the blood of Christ. Die Sünden der Vergangenheit werden durch das Blut Jesu bedeckt. But apart from the blood of Christ, we would have a sinful past forever. Aber ohne das Blut Jesu hätten wir eine sündige Vergangenheit für alle Ewigkeit. That's why we need the blood of Christ forever. Deshalb brauchen wir das Blut Jesu auch in alle Ewigkeit. Okay, now what about the rest of it? Was ist Oh, nun ja. mit dem Rest? Es gibt Leute, die sagen, ich habe eine Woche nicht gesündigt. Stehen die jetzt in der geraden Linie oder kann man das von sich nicht sagen? No, the person who says he hasn't sinned is the one who is doing the worst. Die Person, die behauptet, ich habe nicht gesündigt, macht vielleicht das Schlimmste. I had a man come to me one time, all excited. Ein Mann kam eines Tages begeistert zu mir. He said he understood that I was kind of a sin specialist. Er sagte, ich verstehe, du bist ein Spezialist für Sünden. Well, I didn't like the sound of that. Ich habe nicht mich gefreut über diese Bezeichnung. I didn't want to specialize in sin. Ich möchte mich nicht auf Sünden spezialisieren. But Jesus was one who specialized in sinners. Aber Jesus war ein Spezialist für Sünder. And this man said to me, he said, I'm very interested in this subject Der Mann sagte, mich interessiert dieser Gegenstand sehr. because I haven't sinned for 3 years. Denn ich habe jetzt 3 Jahre lang nicht mehr gesündigt. And I thought he was being funny. Und ich dachte, er macht Spaß. So I was about ready to laugh Und so war ich bereit zu lachen, when I realized he was serious. als ich merkte, dass er es ernst meint. So he said, yes, he said, I can still remember the last sin that left. Ja, sagte er, ich kann mich noch an die letzte Sünde erinnern, die mich verlassen hat. It was pride. Das war der Stolz. And then I thought he was really being funny. Und dann dachte ich, aber jetzt macht er wirklich einen Witz.
But I recognized that he was still serious. Aber ich stellte fest, er hat es immer noch ernst gemeint. So I impulsively gave him an answer to his situation. So habe ich sehr impulsiv eine Antwort auf seine Situation gegeben. I said, my friend, you must have a wonderful experience with God, Ich habe gesagt, mein Freund, du musst eine großartige Erfahrung mit Gott gemacht haben. or an experience with the devil, one of the two. Oder eine Erfahrung mit dem Teufel, eins von beiden. Well, he chose the first one, Er hat das erste ausgesucht and he went on his way. und er ging weiter. Several years later, I ran into him in an entirely different city. Einige Jahre später bin ich ihm in einer ganz anderen Stadt über den Weg gelaufen. And he said, do you remember me? Und er fragte mich gleich, kennst du mich noch? I said, how could I forget you? Ich sagte, wie könnte ich dich vergessen? He said, you remember what I told you? Erinnerst du dich noch, was ich dir damals sagte? I said, yes. Ich sagte, ja. He said, it's still true, Er sagte, es stimmt noch immer, but there's something wrong about that. aber etwas stimmt nicht. I ran into the same thing in Australia. Ich habe das Gleiche in Australien erlebt. The Pharisees, the right wing, hadn't sinned for 3 years. Die Pharisäer, die am rechten Flügel, haben 3 Jahre lang nicht gesündigt. And the Sadducees, led by Desmond Ford, had been sinning 1,000 times every day. Und die Sadduzäer, angeführt durch Ford, haben 1000-mal am Tag gesündigt. And they couldn't stand each other. Und die konnten einander nicht riechen. The closer a person gets to Christ, the more quiet he becomes. Je näher jemand zu Christus kommt, umso stiller wird er. The Apostle Paul, after he'd been a Christian for 14 years, said, I am the chief sinner. Nachdem Paulus 14 Jahre lang Christ war, sagte er, ich bin der größte aller Sünder. That doesn't mean that he was sinning all the time. Das heißt nicht, dass er diese 14 Jahre lang ständig gesündigt hatte. He was the one that talked about being more than conqueror. Er sprach darüber, dass er mehr als nur als Sieger war. What he was saying was that the closer you come to Jesus, the more unworthy you feel. Was er sagen wollte war, je näher du zu Jesus kommst, umso unwürdiger fühlst du dich. So the person who is led into this constant dependence upon Christ will be the last one. Und er das so sagt, dass jemand in ihm bleibt, dann kann er eigentlich zu keinem anderen Ergebnis kommen. Ich kann nicht sagen, wenn ich in ihm bin, dann sündige ich. Das funktioniert nicht. Dieser Text hat sicher schon viele Schwierigkeiten bereitet. Und wir sind auf dem Seminar auch so gelehrt worden, dass die griechische Satzkonstruktion und die grammatikalische Form hier eine Antwort gibt. Das sind wir gelehrt worden. Ja. Und doch ist ja die Situation, die Johannes beschreibt, noch nicht die letzte Situation. Es ist ja nicht das letzte. In Vers 2 heißt es, dass es noch nicht offenbar geworden ist, wie wir sein werden. Erst mit dem Kommen Jesu gibt es auch hier noch eine Veränderung. Aber ich bin noch auf einen anderen Gedanken gestoßen, den ich in diesem Zusammenhang gerne nennen möchte. Römer 7, Vers 25. Können wir mal aufpassen. Zweiter Teil. So diene ich nun mit dem Gemüt, da steht im Griechischen das Wort Lust, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Du stimmst im Kopf ein. Ja, erzähl erst mal. Kann das eine Antwort sein?
die auf zwei Ebenen leben? Ich stelle es jetzt als echte Frage. Well, I don't understand that Romans 7 is the answer to it. Ich glaube eigentlich nicht, dass Römer 7 die Antwort darauf ist. Romans 8 is the answer. Die Antwort steht in Römer 8. Romans 7, I understand, is the confused, frustrating experience of the defeated Christian. Römer 7, glaube ich, ist diese verwirrte und frustrierende Erfahrung eines Anfängers im Christentum. But Romans 7 introduces an entirely different thought. Aber Römer 8 führt einen absolut neuen Gedanken ein. Romans 8. Römer 8. Introduces a new thought for what the law Denn was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. That it was weak through the flesh. Sintemal es durch das Fleisch geschwächt war. Verse 3, God Vers sent 3. his own son, Gott sandte seinen eigenen Sohn, condemned sin in the flesh, verse verdammte 4, die Sünde im Fleisch, Vers that the 4, righteousness of the law might be fulfilled in auf us. dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, We walk not after the flesh, die but wir after the Spirit. nun nicht mehr nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. As long as a person depends upon God's, on the Holy Spirit, Solange sich jemand auf den Heiligen Geist verlässt, instead of on his own flesh, anstatt auf sein eigen Fleisch, the law of God can be fulfilled in him. kann das Gesetz Gottes in ihm erfüllt werden. The book Desire of Ages has another interesting comment on that. Das Buch Leben Jesu sagt hier einen interessanten Kommentar dazu. Page 123. Auf Seite 123, So long as solange wir we abide in Christ, in Christus bleiben, sin has no dominion over us. kann die Sünde uns nicht beherrschen. The problem is that we don't so long as all the time. Das Problem ist nur, dass wir nicht so lange wie immer bleiben. And if we continue the relationship with Christ, He will lead us to so long as all the time. Aber wenn wir die Abhängigkeit von Christus beibehalten, dann wird er uns so lange wie bewahren. That's the goal toward which He's taking every Christian. Das ist das Ziel, zu dem er jeden Christen führen möchte. Now, 1 John, to get back to 1 John, Zurück zu 1. Johannes. and he says in the first chapter, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Erstes Kapitel, wer behauptet, er habe keine Sünde, der betrügt sich selbst. I understand him to be talking about this issue here. Ich glaube, er spricht dabei von diesem Wesen, von dieser Angelegenheit. If we say that we are not sinful by nature, we are deceived. Wenn wir sagen, wir haben keine sündige Natur, dann sind wir betrogen. And as I understand it, the sinful nature remains until Jesus comes. So wie ich es verstehe, bleibt uns die sündige Natur bis zum Kommen Jesu. What does that mean? Was meint das? What is this sinful nature that we're born with? Was ist die sündige Natur, mit der wir geboren sind? It is a self-centered focus. Es ist ein auf sich selbst gerichteter Blick, Apart from relationship with Christ, weg von der Beziehung mit Christus, we are hopelessly self-centered, sind wir hoffnungslos ich-süchtig and we are not other-centered at all. und wir sind überhaupt nicht auf andere gerichtet. That's what it means to be sinful by nature. Das meint, sündig zu sein von Natur aus. And only the Holy Spirit can dominate this problem Und nur der Heilige Geist kann dieses Problem beherrschen and help us to walk after the Spirit instead of after the flesh. und uns helfen, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Are we? Yes. Apparently, it's referring to the very beginning of the Christian life, where a person has just begun the relationship
Offensichtlich bezieht sich das auf den Beginn, auf den ganzen Anfang des christlichen Lebens, wo eine Person die Beziehung aufgenommen hat. And even though they have the abiding relationship, Und obwohl sie diese Beziehung auf bleibender Ebene begonnen hat, they still haven't learned to depend upon God's power instead of their own strength. hat diese Person noch nicht gelernt, sich auf die Kraft Gottes zu verlassen, anstatt auf sich selbst. That would be the way I would understand it. Das ist die Art und Weise, wie ich das verstehe. Ja, aber hast du nicht den Text, wo steht, dass diese Themen eben rausgeworfen werden? 2 Johannes 14, Vers 2, darauf bezogen. Yes, those who do not remain in the relationship and therefore begin bringing forth fruit. Ja, solche, die nicht in der Abhängigkeit bleiben und daher dann nicht Frucht bringen. In der Beziehung bleiben. Nicht in der Beziehung bleiben. Is there a point that I'm missing here that she had? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sieht unser praktisches Christenleben folgendermaßen aus. Feste Beziehung, also drin in der Beziehung, keine Sünde. Raus aus der Beziehung. Lass ihn mal erst übersetzen. Raus aus der Beziehung, Sünde. Und so geht das in unserem Leben mit der Tendenz aufwärts. Und Frucht bringen zwischendrin und nach oben. Ist das richtig? Was gestern nicht da. Das sind alles Dinge, die wir schon in den Tagen vorher besprochen haben. Stimmt das so? Wie Ja. Wir wollen nicht wissen. Ja. Nein. The way we were trying to diagram it the other day was, you remember, like this, where as long as we have the abiding relationship, Das, was wir gestern besprochen haben, war dieses Diagramm, das aussagen wollte, solange wir die bleibende Beziehung haben, our direction is up, unsere Tendenz aufwärts geht. even though our upward direction might be up and down, up and down. Obwohl diese Gesamttendenz sich zusammensetzen mag aus hoch und tief. That when it comes to the main issue in sin, sin singular, Aber wenn es zum Wesen der Sünde kommt, Sünde in der Einzahl, living a life apart from God, ein Leben ohne Gott zu führen, we are not sinning anymore. dann sündigen wir nicht mehr. Or we're not living apart from God anymore. Oder wir leben nicht mehr fern von Gott. But we might still be committing sins, sins plural, Aber wir können vielleicht noch einzelne Sünden begehen, Sünden im Plural, because we swing back and forth between depending upon Him and depending on ourselves. weil wir immer hin und her pendeln zwischen der Abhängigkeit von ihm und uns. Okay. In Offenbarung 14, Vers 5 wird gesagt, dass eine Zeit sein wird, wo Menschen da sein werden, von dem es heißt, sie haben kein Fleisch mehr im Mund. No guile. So geil. Jakobus sagt, das ist ein vollkommener Mensch, der nicht ein Wort findet. Ist das diesen Menschen bewusst? Oder ist das das Ziel? Well, as I understand it, they're not conscious of it. So wie ich das verstehe, glaube ich nicht, dass sie sich dessen bewusst sind. Because the reason that they are in that kind of perfect state is because they are looking at Jesus. Der Grund, warum sie in diesem vollkommenen Zustand sind, ist, weil sie ständig auf Jesus blicken, Not at themselves. nicht auf sich selbst. They have no time to be conscious. Sie haben gar keine Zeit, sich darüber bewusst zu machen, wie sie selbst stehen.
person who has been led to constant dependence upon Jesus, Eine Person, die zu dieser ständigen Abhängigkeit von Jesus geführt wurde, his attention is totally on Jesus. hat ihre völlige und einzige Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet. Not his progress or his achievement. Nicht auf ihren eigenen Fortschritt oder auf ihre Leistung. Yes? Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus wiederkommt, unsere sündige Natur behalten. Das heißt also, aufgrund dieser Voraussetzung, dessen, dass wir von Natur aus sündig sind, werden wir vor Gott nur gerecht sein. Stimmt das? Oh, true. Any righteousness before God that comes from Christ. Richtig. Jede Gerechtigkeit, die vor Gott stehen kann, kommt aus Christus. We are never righteous. Nie sind wir gerecht. The righteousness that is given to us when we first accept Christ is all His. Die Gerechtigkeit, die uns verliehen wird, wenn wir zuerst zu Christus kommen, ist seine Gerechtigkeit. And the righteousness worked out in the life is all His. Und die Gerechtigkeit, die sich dann im Leben zeigt, ist seine Gerechtigkeit. Never ours. Nie unsere. Wo bringe ich denn jetzt genau die Frucht unter? Ist das dort, wo immer diese Linie der Huckel nach oben geht? Der Zacken da. Ja, ja. Yes, the fruits of righteousness are seen on the up. Die Früchte der Gerechtigkeit werden immer auf den Gipfelpunkten erkannt. Nun geht doch aber auch eine Linie nach unten mit so Zacken. Und das ist auch Frucht. Times when they brought forth fruit. Ja. Auch Frucht. Da kann also einer da auch Frucht bringen, auch wenn die Linie nach unten geht, weil es hier extra heißt, wer keine Frucht bringt, die reißen aus. Keine gute Frucht. I probably should correct these high points in this life. Vielleicht soll ich diese Höhepunkte in diesem Leben korrigieren. They bring forth something that looks like fruit. Es bringt zwar etwas hervor, das wie Frucht aussieht, Which would be morality again, I guess. was wiederum die gute Sitte wäre, Moral und Anstand. Although we have allowed in our last meeting something Obwohl wir in unserem letzten Zusammensein etwas eingeräumt haben, that is possible for a selfish person to do an unselfish deed. es ist auch einer selbstsüchtigen Person möglich, eine selbstlose Tat zu vollbringen. So maybe we can see a little bit of the remnants of the image of God in man. Es sind also noch einige Überbleibsel und Bruchstücke vom Bild Gottes im Menschen übrig geblieben. Even in the heart of the person who lives his life apart from Christ. Sogar im Herz einer Person, die ihr Leben fern von Christus führt. I sense a heaviness here. Ich habe den Eindruck, ihr habt jetzt schwere Gedanken. It's got me nervous. Das macht mich nervös. I don't know if it's the calm before you run me out of Germany. Ist das nicht der Sturm, die Ruhe vor dem Sturm, ehe ihr mich hinauswerft? Or if you're really concentrating heavy on this concept. Oder seid ihr so konzentriert über diese Gedanken? Or whether you're thinking about supper. Oder wie denkt ihr über das Abendessen? Or playing soccer in the hall between. Oder spielt wieder Fußball im Gang?
But I have to confess that I am super excited about this concept. Aber ich muss euch bekennen, dass ich selber immer wieder aufs Höchste begeistert bin über diese Vorstellung. And there's nothing I'd rather do than make sure that this is clear. Und ich möchte nichts lieber, als das euch ganz klar einprägen. So help me out, let me know where your heads are. Und bitte helft mir und zeigt mir, wo eure Gedanken sind. Please, you haven't talked yet. Ich bin irritiert über diese beiden Ebenen der Beziehung, die du jetzt neu erwähnt hast. Two levels? Two levels of Two abidings. Okay. Und habe also auch, mir ist noch nicht ganz klar, wie das mit dem Fruchtbringen funktioniert, wie man also bleiben kann und trotzdem keine Frucht haben kann. Das ist nicht angekommen. Das ist mein Problem. Maybe we have an answer here. Thank you. Zu dieser Stelle, Johannes 15, Vers 2, das ist die Stelle. Schreibt ein deutscher Kommentator, dass vom Griechischen her an dieser Stelle folgender Gedanke zum Ausdruck kommt. Eine jegliche Rebe, die nicht Frucht bringen will. Es sei, er sagt, im Text steckt also dieser verneinende Wille. Das könnte eine Erklärung sein. I don't know whether I can agree with your German theologian. Ich weiß nicht so recht, ob ich mit einem deutschen Theologen übereinstimmen kann, Because a healthy branch on a healthy vine has no choice. weil eine gesunde Rebe an einem gesunden Weinstock eigentlich gar keine Wahl hat. Fruit bearing is the most natural thing in the world for a Frucht healthy bringen branch. ist das natürlichste Ding in der Welt für eine gesunde Rebe. The only choice a branch has to not bring forth fruit is to not stay in the vine. Die einzige Wahl, die die Rebe hat, nicht Frucht zu bringen, ist nicht am Weinstock zu bleiben. Maybe that's what the German theologian means, Vielleicht meint das der deutsche Theologe, that they don't want to bring forth fruit, so they separate from the vine. dass sie nicht Frucht bringen wollen und sich daher vom Weinstock trennen. But you see, if I don't want to bring forth fruit, Wenn ich nicht Frucht bringen möchte, there's only one thing I can do. dann kann ich nur eins machen, Stop the relationship right now. die Beziehung abbrechen, sofort. Because if I keep the relationship going, abiding in the vine, I'm going to bring forth fruit. Denn wenn ich die Beziehung beibehalte und bleibe am Weinstock, dann werde ich Frucht bringen. There's no choice at that point. Da gibt es keine andere Wahl. Please. Nur, der Text sagt ja, dass es Reben gibt, die keine Frucht bringen. Und dass diese Reben weggenommen werden. Das sagt der Text nicht. Und damit gehen wir jetzt vom natürlichen Weinstock weg. Wir gehen vom Bild weg. Mein Verständnis ist, dass Jesus sagen wollte, dass es Leute gibt, die trotz der Möglichkeit der Gemeinschaft keine Frucht bringen. Und so wie der Weingärtner
So wie der Weingärtner diese Reben wegschneidet, so schließen sich solche Menschen aus der Beziehung aus. Do I understand you to say that we can't use the illustration anymore? Verstehe ich dich richtig, wenn wir sagen, wir können das Bild nicht bis zum letzten gebrauchen? Alle Bilder haben Grenzen. Oh. Okay. Das ist so verkehrt. I don't know why we would leave the symbol Ich weiß nicht, warum wir das Symbol verlassen sollten, in order to make that point. um diesen Punkt herauszustellen. A healthy branch is going to bring forth fruit. Eine gesunde Rebe wird Frucht bringen. It has no choice. Da bleibt keine Wahl. Aber der Text sagt doch, dass es Reben gibt, die keine Frucht bringen. Das sagt doch der Text. Aber es gibt auch Gleichnisse, die das Gleiche sagen. But evidently the fruit doesn't come forth immediately. Aber offenbar kommt die Frucht nicht unmittelbar. And that there's a short interim time from the time of the beginning until the fruit appears. Es gibt eine Zeit, die verstreicht zwischen dem Beginn der Beziehung und dem Hervorbringen der Frucht. A grapevine doesn't bring forth fruit at once. Ein Weinstock bringt nicht sofort die Trauben. Ja. Und die werden sie doch weggeschnitten. Aber es gibt auch Rebstöcke, die keine Frucht bringen, die abwehren. Man hat sich die Dreigläser, das ist auch richtig. Das muss man genauso verstehen wie Menschen. Das sind Rebstöcke. Da ist das zu Ende. Ihr zu helfen, dass sie doch mal Frucht bringt. Das sind alles Ideen. Ich würde das aus einem ganz anderen Text herausnehmen. Aus einem ganz anderen Text nehmen. Denn die Bibel erklärt sich ja selber. Wir brauchen doch nicht auf dem Text jetzt die Wörter zerpflücken, weil wir eine Menge von Gleichnissen haben, die zeigen, dass Leute, denen er Gaben gegeben hat, nichts machen können. Well, it looks like we're all having the baby together here. Es scheint so, als wären wir alle dabei, Kinder zu kriegen. And we're travailing in birth. Und wir sind in den Wehen, arbeiten, Geburtswehen. We are trying to give birth to a new idea. Und wir sind dabei, eine neue Idee zu gebären. Please help us out, Doctor. Bitte hilf uns, Fräulein Doktor. Kann man sagen, dass wer in Jesus bleibt, Frucht bringt und wer nicht bleibt, keine Frucht bringt? Kannst du es nochmal bitte wiederholen? Dass wer in Jesus bleibt, Frucht bringt. Das Bleiben von Christus Well, maybe the problem here is that we are laboring with this idea that the moment that you connect with the vine, you bring forth fruit immediately. Vielleicht ist das Problem bei euch, dass wir denken oder wir kämpfen mit dem Gedanken, dass in dem Moment, wo wir verbunden werden mit dem Weinstock, müssten wir schon Frucht bringen. Yeah. That there is a time factor. Da ist ein Zeitfaktor. That if I abide in the relationship with Christ, I'm going to bring forth fruit sooner or later. Das heißt, wenn ich bei Christus bleibe, werde ich Frucht bringen, früher oder später. Maybe we haven't been true enough to the symbolism. Vielleicht sind wir diesem Symbol nicht ernst genug gefolgt. There is a time factor involved. Es gibt da einen Zeitfaktor, der eingeschlossen ist. Ich glaube, das Missverständnis liegt darin, du hast am Anfang gesagt, dass es Leben gibt, die im Weinstock bleiben, aber keine Frucht bringen. In diesem Gleichnis, in
Automatically, but not instantly. Automatisch ja, aber nicht augenblicklich. And it seems to me that this is part of our struggle, that we're thinking that it's instant. Mir scheint, das ist Teil unseres Ringens hier, dass wir denken, es müsste augenblicklich geschehen. Ich habe im Leben Jesu gelesen, dass Nikodemus jetzt 3 Jahre nach seiner Begegnung mit Jesus angefangen hat, Früchte zu bringen. Okay. Yes? Ich bin der Ansicht, dass wir selber gar nicht merken, ob wir Frucht bringen. Denn wenn wir uns nur immer beobachten, bringe ich jetzt auch Frucht, dann bin ich ja schon von Jesus weg. Yeah, good. Good, yes. Wäre es möglich, einmal Beispiele zu bringen, was Frucht ist? Yeah, the fruits of the Spirit. Fruits of righteousness and the fruits of the Spirit. Die Früchte der Gerechtigkeit und die Frucht des Geistes. Galater 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Keuschheit. Galatians 5, love, joy, peace. Yes? Wäre es jetzt abwegig, wenn man jetzt Judas anspricht, als Negativbeispiel? Judas? Oh, okay. Er ging ja 3 Jahre mit Jesus und hat keine Früchte gemacht. Ja. That Judas may have been genuinely converted. Vielleicht ist Judas echt bekehrt gewesen. And he may have even brought forth fruit for a while. Und vielleicht hat er sogar eine Zeit lang wirklich Frucht gebracht. But then he decided he didn't want to depend upon God like that. Aber dann entschied er sich, er wollte von Gott nicht so abhängen. I suppose Judas could be an example. Ich denke, Judas könnte man als Beispiel heranziehen, ja? Someone back here. Ich denke, dass viele Früchte bringen, aber am Ende eines Lebens oder Glaubenslebens zeigt sich, ob es echte Früchte waren oder unechte. Und ich glaube, dass der Judas auch whether it's real or not. Yes? Also ich möchte nochmals auf 1. Johannes 3 zurückkommen. Wenn ich diesen Vers nicht aus dem Zusammenhang herausreiße. Und die Verse von 1 bis 10 lese, vielleicht können wir das jetzt einmal tun. Dann werde ich damit nicht fertig. It doesn't help to read it 1 to 10? No. He says, 1 bis 10. I will not understand it in the context. All right, maybe this would be a good assignment for us to do individually. Das wäre eine gute Aufgabe für jeden von uns, das jetzt mal persönlich zu tun.
I will do that myself Ich werde es selber auch machen and see what it says to us. und ich werde versuchen zu ergründen, was es uns sagt. Comment here. Kommentar hier. Ja, ich habe also eine Frage, die nicht mit der Frucht zu tun hat. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt diese Beziehung zu Jesus Christus habe, diese 24 zu 24 Beziehung, was wird sich in meinem Denken und Fühlen ändern? 24, das ist 24 Stunden von 24 Stunden. Wird es dann so sein, dass ich mir immer meiner Abhängigkeit von Gott bewusst bin? You mean that's why I would have the 24 out of 24? Das heißt, wenn du diese 24-Stunden-Beziehung hast, die ständige, Because I become conscious of my need for that? weil ich meine Not dazu erkenne, ein Bedürfnis. Ja, also wenn ich in diesem Zustand bin, was wird sich ändern zu heute, zu jetzt, in meinem Denken und Fühlen? You mean in my consciousness? Meinst du in meinem Bewusstsein? I would feel unworthy. Ich würde mich unwürdig fühlen. My focus would be on Jesus all the time. Mein Blick würde ständig, alle Zeit auf Jesus gerichtet sein. I wouldn't be falling and failing and sinning. Ich würde nicht mehr fallen, fehlen, sündigen. I would ask whatever I would and it would be done. Alle meine Bitten würden erfüllt werden. Because His words would be abiding in me all the time. Denn sein Wort würde ständig in mir bleiben. And I would be bringing forth much fruit. Und ich würde viele Frucht bringen. And I'd have a tremendous impact on people who need to hear the gospel. Und es wäre ein gewaltiger Eindruck auf Menschen, die das Evangelium brauchen. But I'd probably be the last one to know or boast of my own goodness. Aber ich wäre wahrscheinlich der Letzte, der das merkt und der sich auf seine eigene Güte dann etwas einbildet. That wasn't his question. Aber das war nicht deine Frage. Ja, doch. Doch. Noch eine andere Frage. Du sagst, auf Jesus sehen, ständig auf Jesus sehen. Mir ist das irgendwie, mir ist das ein bisschen zu theoretisch. Oh, yeah. You mean I wouldn't be thinking about Jesus 24 hours a day? Du meinst, man kann ja nicht 24 Stunden nur an Jesus denken. I still have to make a living. Ich muss ja meinen Beruf noch ausüben. I still have to go out and come in the world that we live in. Und ich muss in der Welt, in der wir leben, Is that what you're saying? sein. Yeah. What I meant was that my focus would not be on myself. Was ich meinte, ist, dass mein Blickpunkt, mein Blick nicht auf mich selber gerichtet ist. And that every opportunity I had, I would take for focusing on Jesus. Und dass ich jede Gelegenheit, die sich mir bietet, nehmen würde, um Jesus vor Augen zu haben. In other words, He's the center of my life. Mit anderen Worten, Christus einfach das Zentrum meines Lebens wäre. Now, once in a while someone asks, who's done it? Ab und zu fragt mich dann jemand, wer hat das geschafft? I've even had people ask me if I've done this. Manche haben sogar mich gefragt, ob ich es geschafft habe. And there's only one answer to that question. Und es gibt nur eine Antwort auf diese Frage. It's none of your business. Das ist nicht unsere Aufgabe. It's none of your business who's done it. Das ist nicht unsere Aufgabe zu fragen, wer das erreicht. One of the main reasons we ask that question, who's accomplished this, Einer der Hauptgründe, warum wir diese Frage stellen, ist, we're quite sure nobody has. dass wir ziemlich sicher sind, es hat niemand erreicht. We'd like to make sure of that.
Und wir möchten uns dessen vergewissern. That'll make us feel more comfortable. Und dann sind wir etwas befriedigter. Isn't that true? Ist das nicht der Grund? Yes. Ich möchte die Frage noch ein bisschen ausweiten, was er gestellt hat. Mit den ganzen Tag auf Jesus schauen. Also, wenn es Probleme gibt und Entscheidungen zu treffen, dann kann man fragen, wie würde sich Jesus entscheiden. Aber man hat tagsüber so viel Nebensächlichkeiten zu tun. Oder als Beispiel fällt mir ein, wenn man Fahrrad fährt, da kann man auch nicht sagen, wie würde Jesus jetzt Fahrrad fahren. Well, this is a common problem that people bring up. Das ist ein allgemeines Problem, das oft aufgeworfen wird. And I like to reassure them that we are talking primarily about the issues of sin and righteousness. Und ich möchte dann daran erinnern, dass wir hauptsächlich über die Angelegenheit von Sünde und Rechtfertigung sprechen. But I personally believe that God wants to be involved in every decision we make. Aber ich glaube persönlich ganz fest, dass Gott in jede Entscheidung, die wir treffen, einbezogen sein möchte. And some of us could do a lot better in some of the mundane decisions we make. Und manche könnten da große Fortschritte machen, auch in den weltlichen Entscheidungen, die sie treffen. Some days I get up in the morning and I leave the house before my wife is awake. Manchmal wache ich morgens auf und gehe dann außer Haus, ehe meine Frau aufwacht. And I pick the wrong shirt and the tie to go with the right coat. Ich gehe dann mit der falschen Krawatte und mit dem falschen Hemd, aber mit dem richtigen Mantel. And I come home later in the day. Und ich komme später nach Hause. And she looks at me and said, "No." Und sie sagt, wenn sie mich anschaut, unmöglich. You didn't. Du konntest das nicht. I'd like to have the Holy Spirit help me pick the right tie and shirt. Ich wünschte manchmal, der Heilige Geist würde mir helfen, dann das rechte Hemd zu erwischen. And I believe that God is willing to get involved in the mundane things of life. Und ich glaube, dass Gott bereit ist, auch in den kleinen Dingen des Alltags mit einzusteigen. Wir sprechen hier von Gerechtigkeit und von Sünde. Und da steht aber in der Bibel oft von Überwinden und Schwester Weid schreibt auch viel von dem Überwinden. Bezieht sich dann das Überwinden auf das, dass ich mein eigenes Ich überwinde, um mit Jesus ganz aufzugeben? Yes. The real issue in overcoming is overcoming sin singular. Das eigentliche Wesen beim Überwinden ist das Überwinden der Sünde als Einzahl. Behaviorists always think of overcoming sins plural. Die Benimm-dich-Leute denken immer, man muss die Sünden, die sündigen Taten überwinden, die einzelnen. But the overcomer is the one who has been led to overcome his self-dependence. Aber der Überwinder ist der dahin gekommen ist, die Abhängigkeit von sich selber zu überwinden. Well, maybe we Vielleicht continue to think on this one. sollten wir noch weiter darüber nachdenken. More? Dazu ganz kurz. Trotzdem ruft der Paulus auf, dass Leute auch einige konkrete Dinge ablegen können. Aber ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Jede Frage, die wir stellen, führt in diesem Problemkreis immer an einen ganz bestimmten Punkt, oft entgegengesetzt in eine andere Richtung. Wäre es nicht denkbar, oder Venden zu bitten, dass er uns noch einmal, ohne dass wir zwischenfragen, diese Darstellung wiederholt? Einen Bus
der Stelle nicht weitergekommen sind. Vielleicht kann uns das helfen, wenn er das noch einmal in einem Guss bringt. Das Wichtigste, sein Anliegen. Vielleicht hilft uns das weiter. Vielleicht können sich die Leute hier auch mal äußern. Es hat ja keinen Sinn, wenn ihr schweigt und sagt, lasst jemand reden. Oder ich denke, was ich will und wir gehen auseinander und gehen mit Meinungen auseinander. Also würde ich unterstützen. I agree that. I agree. Hast du eine gute Geschichte vielleicht dazu? Yeah, I do. Ja, die habe ich. Did I tell this story about Charlie? No. Huh? In Yeah. Karlsruhe? Huh? In Karlsruhe, but not here. Oh. Well, You can tell. Es gibt, I don't know if that story is the one that fits here, but ich it's weiß nicht, ob die Geschichte hier passt. the first one I thought of. How many of you heard the story about Charlie in Karlsruhe? Wie viele haben die Geschichte von Hans gehört in Karlsruhe? Someone had a hand back here. Yeah. Jemand hat noch gefragt dahinter. Ja, ich wollte noch sagen, es tut mir also jetzt etwas weh, dass man zu meiner Bitte abgekommen ist, dass man, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, sondern es ist mir echt ein Anliegen, ein Problem, ich werde damit nicht fertig. Karl Eugen, man ist nicht abgekommen. Bruder Venden hat gesagt, jeder sollte für sich zuerst den Abschnitt lesen. Weil wir hier, wie ihr seht, in einer Diskussion, das hat ja Bruder Nino gerade festgestellt, immer wieder kontrovers an andere Punkte gelangen. Der eine fragt nach dem Johannes und der andere nach dem Römertext. Ich habe so verstanden, dass wir jetzt das durchlesen und ich werde dann versuchen, dann legen wir das durch. Das war falsch. Vielleicht sollten wir diese Pausen mehr benutzen, um noch miteinander zu diskutieren, ohne Unterbrechung durch Übersetzung etc. Es gibt dazu sehr viel zu sagen. Okay, I'm going to read 1 John 3, 1-10 carefully before the next meeting. Gut, ich lese den 1. Johannes 3, 1-10 gründlich vor meiner nächsten Darbietung. And I will try to think through this idea of doing it again in one unbroken time. Und ich werde nochmal die Idee verfolgen, einmal ohne Unterbrechung des Tages. Our prayer together is going to make a difference. Wenn es etwas Schwieriges gibt, was wir noch nicht so recht verstehen, dann würde das Gebet der beste Ausweg sein, darüber nachzudenken. Dankeschön. Story. Now they are crying for story. Am I supposed to tell the story of Charlie? Ich muss den kurz schnell fragen. Hat er Hans geheißen? Warum hat er Hans? Ich habe es verkehrt übersetzt, er hieß Charlie. Ach so, ja, gut. Huh? Okay. The name is Karl. I was teaching this class at Pacific Union College. Ich habe eine Klasse im Pacific Union College gehalten. And sitting right in the back row was a little older student by the name of Charlie. Und mitten in der Mitte der hinteren Reihe saß ein etwas älterer Student mit dem Namen Karl. He spent most of the time staring at me. Die meiste Zeit brachte er damit zu, mich anzustarren. And it bothered me. I came to the conclusion that he didn't like me very well. Das hat mich gestört und ich habe den Schluss daraus gezogen, dass er mich nicht gerne mag. He probably got in my class by mistake. Wahrscheinlich war er aus Versehen in meine Klasse geraten. So I would teach the students over on this side for a while. Da habe ich also die Studenten auf der rechten Seite eine Zeit lang angeschaut und unterrichtet. Then I'd go over the top of Charlie and talk to the students over here. Und dann bin ich über Charlie hinweg auf die linke Seite gegangen und zu ihnen gesprochen, So I wouldn't see him looking at me. damit ich ihn nicht anschauen musste und nicht sah, wie er mich anstarrte. Well, one day after class, when we were talking about these things,
Eines Tages, nachdem wir über diese Dinge in der Klasse gesprochen hatten, he stopped and he said, I'd like to talk to you, teacher. blieb er bei mir stehen und sagte, Lehrer, ich möchte mit dir darüber sprechen. So we went to my office and I asked him what he had in mind. Wir gingen zusammen in mein Büro und ich fragte ihn, was beschäftigt dich denn? He says, I don't get it. Er sagte, ich habe das nicht begriffen. I said, you don't get what? Was habe ich? Ich fragte, was hast du nicht I don't begriffen? understand righteousness by faith. Er sagte, ich verstehe nicht Gerechtigkeit durch den Glauben. And I thought to myself, if you'd start listening and stop staring at me, you might understand it. Und ich dachte bei mir, wenn du aufhören würdest, mich anzustarren und dann stattdessen mir zuhörtest, dann hättest du es verstanden. But I told him, tell me a little bit about yourself. Aber ich sagte etwas anderes. Ich sagte, erzähl mir etwas von dir selbst. And that's when this amazing story came out. Und dann kam diese erstaunliche Geschichte hervor. 6 months before, he had been in prison in San Francisco. Noch ein halbes Jahr vorher saß er in San Francisco im Gefängnis. He was there for a murder charge. Er war dort eingesperrt, weil er des Mordes angeklagt war. One day his mother came to see him. Eines Tages kam seine Mutter, um ihn zu besuchen. She was dying of cancer. Sie war schwer krebskrank. She tried to talk to him through the bars. Sie versuchte in dem Besuchsraum mit But all ihm zu she could do was sprechen. cry. Aber alles, was sie hervorbrachte, waren Tränen. She cried about her boy and his problem. Sie weinte über ihren Jungen und seine Probleme. And she cried about her condition. Und sie weinte über ihren Zustand. And she left. Und sie ging weg. And that was the last time that Charlie saw his mother alive. Das war das letzte Mal, dass Charlie seine Mutter leben sah. He went back to his cell and he cried for 3 days. Er ging zurück in seine Zelle und er weinte 3 Tage lang. And at the end of 3 days, he looked up toward heaven and he said, God, if there's a God, I can sure use you. Und nach 3 Tagen schaute er zum Himmel empor und sagte, Gott, wenn es dich gibt, ich kann auf dich verzichten. Well, his case came up for hearing. Sein Fall wurde zur Untersuchung gebracht. And there was found to be insufficient evidence against him. Und man fand nicht genügend Beweise gegen ihn. And the charge was dropped and he was a free man. Und die Anklage wurde fallen gelassen und er wurde losgelassen. He went to the place where he and his girlfriend had been living together for 2 years. Er ging zu dem Platz, wo er mit seiner Freundin 2 Jahre lang gewohnt hatte. And found out that at that very moment she was studying the Bible with a Seventh-day Adventist Bible instructor. Und fand sie dort mit einer adventistischen Bibelarbeiterin gerade bei einer Bibelstunde. She was glad to see him and invited him to stay for the study, the rest of the study. Sie freute sich, ihn wieder zu sehen und lud ihn ein, den Rest der Bibelstunde mitzuhören. And he said no thanks. He went into the back room and waited until they were finished. Nein, danke, sagte er und ging in das andere Zimmer zu warten, bis sie fertig waren. Then he came out and talked to her about continuing living together like they had. Und dann kam er und redete mit seiner Freundin und sagte, wir wollen wieder zusammen wohnen, wie das vorher üblich war. But she didn't want that anymore. Aber sie wollte das nicht mehr. And she arranged for a place for him to stay. Und sie sorgte, dass er einen Platz fand, an dem er wohnen konnte. Then she persuaded him to come to the Bible studies each time. Und dann überredete sie ihn, dass er doch auch diese Bibelstunden besuchen sollte jedes Mal. Then there's some public evangelistic meetings came to the Bay Area. In diesem Bay-Gebiet, San Francisco Bay, wurden evangelistische Versammlungen gehalten. And they got him to go to these meetings. Und sie gingen zusammen zu diesen Versammlungen. His heart was touched by the love of Christ. Durch die Liebe Jesu wurde sein Herz angerührt. And the best he knew how, he turned his life over to Jesus. Und so gut er es wusste, hat er sein Leben dem Heiland übergeben. And they baptized him. Und er wurde getauft. But he still had a problem. Aber er hatte noch immer ein Problem. In fact, he had 4 problems. Tatsächlich waren es 4 Probleme. He was still smoking. Er rauchte noch immer. He was still drinking. Er trank noch immer. He was still on drugs. Er gebrauchte noch immer Drogen. And he was still cussing and swearing. Und er hat noch immer geflucht und geschworen. And now he was a baptized Seventh-day Adventist. Und war doch jetzt ein getaufter 7-Tags-Adventist. Did they baptize him too soon? Haben sie ihn zu früh getauft? Well, somewhere along the line, he'd gotten the idea that these things were not too good in the Adventist church.
Irgendwo hat er doch die Idee mitbekommen, dass diese Dinge nicht mit dem adventistischen Lebensstil zusammenpassen. So he decided to do something about it. Und da beschloss er, etwas dagegen zu unternehmen. He began trying hard to do something about his problems. Er hat sich stark bemüht, etwas gegen seine Probleme zu unternehmen. He had a relationship with Christ Er hatte eine Beziehung zu Jesus, that had begun, die begonnen hatte, but he was still falling and failing badly. aber noch immer hat er schrecklich gefehlt und gesündigt. And the harder he tried to conquer his problems, the worse it got. Und je stärker er sich bemühte, seine Probleme zu überwinden, umso schlimmer wurde es. And finally one night he looked up toward heaven again. Und schließlich eines Nachts schaute er wieder auf zum Himmel. And he said, God, if anything gets done about these problems, you're going to have to do it. Und er sagte, Herr, wenn irgendjemand mir helfen kann und diese Probleme überwinden kann, du musst das machen. And you're going to have to do it all. Und du musst es allein machen. Well, by this time I was really excited. In diesem Augenblick, da war ich wirklich erregt. I was sitting on the edge of my chair. Ich war auf der Kante des Stuhles nur noch gesessen. And I said, what happened? Und ich fragte, was passierte? He said, God did it all. Er sagte, Gott hat's alles getan. He took away my desire for all four of them. Er hat mein Verlangen nach all den 4 Dingen weggenommen. But he said, I don't understand this business about righteousness by Aber er faith. sagte, die Sache mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben, die verstehe ich nicht. And I wanted to laugh at that point. An diesem Punkt wollte ich eigentlich lachen. I said, Charlie, righteousness by faith is not just a theory, it's an experience. Ich sagte, Karl, Gerechtigkeit durch den Glauben ist keine Theorie, es ist eine Erfahrung. And it sounds to me like God has led you into that experience. Und das, was du mir erzähltest, klingt so, als hätte Gott dir diese Erfahrung geschenkt. I said, what happened then? Ich fragte, was passierte weiter? I don't think I told this part in Carl's group. No. Ich denke, den Teil habe ich in Karlsruhe nicht erzählt. He said, the Bible worker and my girlfriend said, why don't you go to college and make something of yourself? Da kam die Bibelarbeiterin und meine Freundin und sagten, warum gehst du nicht auf das College? Oh, he said, I couldn't do that. I didn't even go to high school. Er sagte, das kann ich nicht, ich habe noch nicht einmal mittlere Reife. They said, you can take a special test, a college entrance test. Sagten sie, du kannst dir einen besonderen Test machen, eine Aufnahmeprüfung. It's called the GED test. Sie heißt GED-Test. And only 1 in 100 flunks that test. Und nur einer von 100 kommt da durch. So Charlie took the test and he flunked. He was 1 in 100. Und Charlie hat sich dieser Prüfung unterzogen und er war der eine unter 100, der sie geschafft hat. And he came to Pacific Union College with a flunked college entrance test. Und er kam zum PUC, zum Pacific Union College, mit diesem Aufnahmetest. And they accepted him as a student. Und sie hatten ihn als Student angenommen. This was unusual because at that time PUC was turning away 300 students every year. Didn't have room for Das war sehr ungewöhnlich, denn zu dieser Zeit hat das PUC 300 Studentenanträge pro Jahr abgelehnt, weil sie nicht genügend Raum hatten. So I said to Charlie, how's it going? Und ich fragte Karl, wie geht's dir jetzt? Well, he said, English is my hardest subject and I'm getting A's in English. Er sagte, Englisch war mein schlechtestes Fach, aber ich bekomme die Note 1 im Englisch. But I'm having a hard time understanding this class. Aber bei deiner Klasse habe ich immer Schwierigkeiten, es zu verstehen. Well, I asked Charlie if he would get up and tell the rest of the class about his experience the next day. Ich bat am nächsten Tag Karl, ob er nicht aufstehen wolle und seine Erfahrung dem Rest der Klasse mitteilen. And he said, oh, you think I should? Er sagte, sollte ich das tun? I said, yes, I think you should. Ja, sagte ich denke, du solltest das tun. Well, he said, if you think I should, I will. Ja, sagte er, wenn du meinst, dass ich sollte, dann mache ich's. I did, and he did. Ich sagte ja und er tat's. And the fascinating thing was that while he told his story to the class, Das Faszinierende war, während er seine Geschichte der Klasse erzählte, something was very noticeable. etwas war sehr beachtlich. He spent as little time as he could talking about Charlie. Er verbrachte so wenig Zeit wie möglich, um über Karl zu sprechen. And as much time as he could talking about Jesus. Und so viel Zeit er konnte, über Jesus zu sprechen. I like that. Ich liebe das. But I would like to make something out of the story now. Aber ich möchte jetzt eine Schlussfolgerung aus der Geschichte ziehen.
I have heard people say, oh yes, I've heard stories like that. Ja, habe ich gehört, dass Leute sagen, solche Geschichten habe ich schon öfter vernommen. There are some people who are so weak that God has to do it all. Es gibt Leute, die sind so schwach, dass Gott alles machen muss in ihrem Leben. But those of us who are stronger, God expects us to do the best we can. Aber diejenigen, die stärker sind, erwartet Gott natürlich, dass sie ihr Teil selber leisten. Have you ever heard that idea? Habt ihr die Idee schon mal gehört? I have a good reaction to that. Ich habe eine gute Antwort darauf. It's called balderdash. Es ist genannt. That's a vegetarian word. Das ist ein vegetarisches Wort. Rubbish. Es ist Kehricht, Müll. I do not believe that God treats everybody differently. Ich glaube nicht, dass Gott jeden verschieden behandelt. He treats everybody the same. Er behandelt jeden gleich. And the only way that I can experience the power of God like Charlie did Die einzige Art und Weise, um es zu erfahren, was Charlie erfuhr, is to get to the end of my own self-dependence like he did. heißt, dass ich ans Ende meiner Selbstzuverlässigkeit komme, so wie er. But this is hard work for strong people. Aber das ist für willensstarke Leute eine schwere Sache. When he first told me that God took away the desire for all of these things, Als er mir zum ersten Mal sagte, dass Gott ihm das Verlangen nach diesen 4 Süchten genommen hat, I was angry. war ich fast ärgerlich. I never told him I was angry, Ich habe ihm das nie gesagt, dass ich ärgerlich war, but I was. aber ich war es. Here I had been working for years on my problem, Denn ich hatte jahrelang schon mit meinen Problemen gekämpft. and then God comes along and just gives it to Charlie. Und dann kommt Gott und schenkt diesem Karl einfach das. That's not fair. Das ist nicht fair. But it isn't God's fault. Aber das war nicht Gottes Fehler, It's myself that makes the difference. das war ich, der den Unterschied machte. There are 2 things that have to happen in order for me to get the victory over any problem. Es müssen 2 Dinge in meinem Leben passieren, damit ich den Sieg über jedes Problem erlange. Number 1, I have to realize that it's sin for Erstens myself, muss ich erkennen, dass es Sünde ist. Ich selber sündige. not just because someone else told me. Nicht, weil jemand mich dahin verführt hat. And number 2, I have to realize that I'm absolutely helpless to do anything about it. Und zweitens muss ich erkennen, dass ich absolut hilflos bin, etwas dagegen zu tun. God's method of working with us is not to make us stronger and stronger. Gottes Methode, mit uns zu arbeiten, ist nicht, uns stärker und stärker werden zu lassen, It is to make us weaker and weaker. sondern uns schwächer und schwächer zu machen. That's a strange way, Das ist eine seltsame Sache, but that is His way. aber das ist seine Art. He helps us realize how weak we really are, Er hilft uns zu erkennen, wie schwach wir wirklich sind, so that we will depend on Him damit wir umso mehr uns auf ihn verlassen and become strong in His strength. und stark werden in seiner Stärke. Isn't that the way it works? Ist das nicht die Art und Weise? The Apostle Paul was a great example of that. Der Apostel Paulus war ein großes Beispiel dafür. He's the one that said, when I am weak, then I am strong. Er war der, der sagte, ich bin stark, wenn ich schwach bin. I don't know if that story answers any question here on this subject. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte noch einige Fragen über den Gegenstand beantwortet hat, But it reminds me of another story. aber es erinnert mich an eine andere Erfahrung. If you beg me, I'll tell it to you later. Wenn ihr mich bittet, werde ich sie euch später erzählen.